Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Heute ist es endlich soweit und in gewohnter Manier von letztem Mal gibt es heute die nächste Haustour. Also bleibt dran. Ja, zuallererst einmal danke an alle, die letztes Mal das Video kommentiert haben. Auch danke für das ganze Beileid, was ich bekommen habe. Ich finde es allerdings nur immer wieder sehr, sehr lustig, wenn ich auf irgendwelchen Flugtagen bin oder im Ausland, wenn die Leute mich immer fragen so, hey, wie läuft's mit dem Haus? Also es scheint ja wirklich Interesse da zu sein. Und ja, deswegen dachte ich mir, ich gebe euch mal ein kleines Update. Fangen wir doch mal im Erdgeschoss an. Was ist seitdem alles passiert? Letztes Mal, als ihr das gesehen hattet, war ja hier unten absolutes Chaos. Lag darin, dass wir herausgefunden haben, dass unser Haus auf purer Erde gebaut ist und keinerlei Fundament hat. Dementsprechend mussten wir über 1 Meter ausschachten, also Erde raus, Erde wegfahren, denn in unsere Einfahrt passt kein Container. Das heißt, alles per Hand wegfahren und einladen. Dann haben wir jede Menge Dämmung eingebracht, ein Fundament gegossen und ja, Fußbodenheizung gelegt, Verteiler gelegt und dann irgendwann wir nennen es das Opferlaminat aufgebracht. Das heißt, wir sind uns dessen sehr bewusst, dass, naja, wir noch eine Zeit lang an dieser Baustelle dran sind und dementsprechend wäre es schade, wenn wir jetzt schon einen guten Bodenbelag reinlegen. Das ist jetzt so ein 6 € der Quadratmeter Billiglaminat. Sieht tatsächlich ganz okay aus. Und dann ging es schon daran, hier auch die Wände zu verputzen. Wir haben einen Kalkputz selber angemischt, einen Grobputz und einen Kalkputz für obendrauf, Feinputz. Haben OSB-Platten unter die Decke geschraubt, damit wir hier auch tatsächlich eine Decke drin haben. Haben Elektrik verlegt und naja, es ist noch nicht fertig, die Decke wird irgendwann abgehangen, aber im Moment haben wir eine Decke über dem Kopf und das ist ja schon mal viel wert. Und dann war der Raum hier tatsächlich auch schon zusammen mit dem Durchbruch, den wir in die Küche gemacht haben. Ihr erinnert euch, letztes Mal musste man noch in den Innenhof und vom Innenhof dann in die Küche. Jetzt haben wir einen Durchbruch. Und dann war es im Dezember auch soweit und wir konnten aus dem 2. Stock hier runter ins Erdgeschoss ziehen. Das war auch nicht schön bei der Kälte im ungeheizten Haus, denn wir haben ja nach wie vor immer noch keine Heizung. Wir hatten ja eine Erdölheizung, die hier drin verbaut war und die haben wir, nachdem wir letztes Jahr im Februar unsere Wärmepumpe bestellt haben und es hieß, ja, das dauert bis Oktober, bis die Wärmepumpe da ist. Jo, alles easy. Ja, war es letztes Jahr Dezember und es hieß, oh, Wärmepumpen sind krass im Verzug, wussten wir nicht. Ja, kriegt ihr jetzt erst übernächstes Jahr. Ja, war es hier zwischenzeitlich extrem kalt, trotz Elektroradiatoren. Von meiner Elektrorechnung möchte ich überhaupt nicht sprechen, was wir nachgezahlt haben. Aber wir haben es notdürftig beheizt bekommen und haben dann unseren ganzen Schund von oben hier runtergebracht und haben uns jetzt hier unten häuslich eingerichtet. Heißt so viel wie, wir wohnen jetzt hier wie die Studenten in einem Einzimmer-Apartment mit ja, einem Bett, direkt mit dem Fernseher gegenüber, umgeben von Kommoden mit Klamotten. Direkt dahinter, wie ihr jetzt hinter mir auch seht, 2 Schreibtische, einer von meinem Mann, muss ich ja inzwischen sagen, und meiner, weil ich ja 4 Tage die Woche Homeoffice mache. An unserem Gartentisch, eigentlich ein Gartentisch, ist jetzt unser Esstisch, an welchem wir abends jetzt dann zusammen was essen. Und da ist dann jetzt auch direkt der Durchbruch in die Küche, im Fachwerkanbau. Und da ist eigentlich alles beim Alten, Küche plus Bad, da hat sich nicht wirklich irgendwas geändert. Jedenfalls sind wir nur runtergezogen, weil wir wollten ja jetzt im 2. Stock Remi-Demi machen. Mussten wir auch, weil wir das Dach erneuern müssen. Unser Haus besteht ja aus 2 Teilen, also 2 Dächer, die auch in verschiedene Richtungen gucken. Und das kleine Dach war zwar von den Ziegeln her noch okay, aber die Holzbalken waren komplett morsch, zerfressen, teilweise feucht, musste also ausgetauscht werden. Und naja, Balken tauscht man halt nicht aus, ohne vorher die Ziegel abmachen zu müssen. Und dann haben wir uns gedacht, ja gut, dann können wir auch gleich die Ziegel neu machen. Was jetzt dazu geführt hat, dass wir oben Tapeten abgemacht haben, Wände eingerissen haben. Ja, zwischenzeitlich sah unser
unser oberstes Stockwerk aus wie so eine kleine alte Kapelle, weil wir auch die ganze Dämmung unterm Dach rausgerissen haben, Balken abgesägt und ja, war schon sehr interessant, wenn man da über ein Jahr drin wohnt und auf einmal ist es nur noch Baustelle. Ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Und ja, dann haben wir unser komplettes Dach jetzt vor ungefähr einem Monat, alle Ziegel runter, weggefahren, die Balken abgesägt. Zwischenzeitlich hatten wir ein offenes Penthouse da oben. Und ja, und dann hieß es 5 Paletten mit Dachziegeln, wieder rauf, Regenrinnen rauf und haben jetzt angefangen, das komplette Dach per Hand neu zu bauen, ohne Dachdeckerfirma, ohne alles. Das hat mein lieber Mann Felix einfach mal jetzt alles selber gemacht. Wir sind im Moment dabei, dass die eine Dachhälfte fast fertig ist, zumindest vom Balken und vom Belag, von den Ziegeln. Gedämmt wird das Ganze jetzt dann noch im Anschluss. Momentan sind wir nur froh, wenn es irgendwann nicht mehr da reinregnet und die ganze Wärme dann nicht mehr oben rausgeht. Ansonsten bin ich dabei, im ersten Obergeschoss die Wände freizulegen, damit ich hoffentlich nächstes Jahr mal da oben irgendwie mein provisorisches Büro haben kann, denn auf Dauer ist diese Lösung mit Bett und Zockertisch und mein Arbeitstisch nicht so das Gelbe vom Ei, muss ich ganz ehrlich gestehen. Deswegen, ich plane derzeit so ein bisschen mein Büro. Ansonsten im Innenhof hat sich tatsächlich ein bisschen was getan. Ich hatte ja im letzten Video gesagt, ich träume davon, dass das irgendwann mal ein schöner, gemütlicher Innenhof wird. Jetzt gerade sieht er nicht so aus, weil jetzt wegen Dachbau wieder alles voll steht. Aber ich zeige euch jetzt mal ein paar Fotos und ein paar Eindrücke, wie es zwischenzeitlich im Sommer aussah. Schön mit Palmen und mit Pflanzen. Das ist unser tropisches Paradies. Das ist wirklich richtig toll, gerade wenn es regnet. Man kann unterm Dach trotzdem grillen und zusammensitzen. Also ich habe mir da auch noch so einen kleinen Hängestuhl mit hingebaut. So ein Relax-Chair. Das ist richtig cool. Auf unserer Terrasse sitzen wir nach wie vor auch immer sehr gerne. Da sind jetzt noch ein paar Zitrusbäume dazugekommen und ein bisschen mehr Beleuchtung und ist richtig, richtig cool. Ja, was jetzt gerade so ansteht, wir bauen jetzt gerade unser Dach fertig. Dann ist das nächste große Ziel, vor Dezember endlich mal eine Heizung zu haben. Jetzt haben wir im Vorgarten schon das Fundament gelegt, wo dann unsere Wärmepumpe hinkommt. Die Wärmepumpe ist inzwischen auch schon da. Sie kam, glaube ich, im April. Und die 2 Gegenparts sind auch schon da. Die kommen runter in den Keller. Im Keller haben wir auch schon unseren kleinen, lustigen, das Familiengrab, wie wir es getauft haben, unsere kleine Wanne gegossen, wo dann die 2 Gegenstücke, der Warmwasserboiler und der Splitter, glaube ich, heißt das Ding, reinkommen. Und ja, am 20. November haben wir Termin von unserem Heizungsman. Und wir hoffen, dass wir jetzt dann bald mal mit unserer Wärmepumpe rechnen können, dass auch alles angeschlossen ist. Und ja, dann geht es weiter an die Decken. Und was noch? Elektro, Wasserrohre und neue Balken setzen. Also es wird uns nicht langweilig. Alles in allem rechnen wir ungefähr damit, dass wir noch mindestens 2 Jahre hier dran sind, wenn nicht sogar 3. Also ich glaube, bis ich wieder eine anständige Küche habe, sind es wahrscheinlich eher 3 Jahre. Aber hey, ja, wir wussten ja noch nicht hundertprozentig vorher, worauf wir uns einlassen, aber ich muss tatsächlich gestehen, es macht Spaß. Ich mache ja immer kleine Videos für meine Family und wenn ich die im Nachhinein immer wieder mal angucke, rückblickend, auch jetzt, als ich unser vorheriges Video angesehen habe, da merke ich dann immer erst, wow, krass, was sich in der Zeit alles getan hat. Man vergisst das, wenn man sich so schnell dran gewöhnt. Aber es ist klar, es ist ein Lebensprojekt. Aber das Schöne ist tatsächlich, in jede Ecke, in die man guckt, weiß man, man hat selbst Hand angelegt. Man hat überall so ein bisschen von sich selbst mit eingebracht. Man weiß, wie viel Arbeit es ist und man schätzt es danach auch ganz anders wert. Ich freue mich schon auf den Tag, wo ich hier dann tatsächlich so richtig Interior planen kann, weil das, wie es jetzt ist, ist halt Kraut und Rüben und irgendwie provisorisch, damit man halt überleben kann. Aber irgendwann werde ich hier ein echtes Wohnzimmer haben und eine richtige Küche und ein richtiges Bad und oh mein Gott, das wird so toll. Ich freue mich jetzt schon wie ein kleines Kind auf Weihnachten. Dann bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, euch hat das kleine Update gefallen und ja, ihr seid genauso gespannt wie ich, wie es weitergeht. Ich hoffe, in einem Jahr kann ich euch das nächste Update geben und dann sieht das schon wieder komplett alles ganz anders aus. Vielleicht habe ich dann auch schon mein Büro.
drückt mir die Daumen, drückt mir auch die Daumen, dass ich jetzt mal endlich bald meine Heizung kriege. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Update-Video spätestens wieder. Bis dann!